Hallo meine lieben Gamer und willkommen zu einem kleinen Testbericht zum neuen F1 2019 von Codemasters. Ich spiele das Ganze hier auf der PlayStation 4 Pro mit einem Thrustmaster TGT Lenkrad, weil ihr immer gerne fragt, was ich denn hier für eine Hardware habe. Aktuell also mit dem Thrustmaster Lenkrad. Lenkräder werden sowieso alle gängigen unterstützt, auch auf Konsole, auf PC ja sowieso. Und ja, was soll ich sagen? Wo soll ich denn anfangen? Codemasters ist dieses Jahr ein bisschen früher dran mit ihrem F1-Spiel. Ich glaube 2 Monate früher als sonst. Und ich muss sagen, sie kommen keinen Deut zu spät. Und zwar deswegen, weil man sieht ja, die aktuelle Formel 1, jetzt zumindest Status im Juni 2019, ist die aktuelle Formel 1 einfach stinklangweilig, ernsthaft. Und ganz ehrlich, da bin ich ehrlich gesagt froh, wenn wir dann ein F1-Spiel haben, wo wir das Ganze ein bisschen, ja, die Vorzeichen ein bisschen ändern können. So oder so ist das Ganze natürlich originalgetreu wieder alles drin. Das heißt, ihr habt alle Daten, alle Fahrer, alle Teams, alle Strecken von der aktuellen Saison mit drin. Und entsprechend fahrt ihr gegen prominente Namen und prominente Teams. Insgesamt 21 Strecken sind dabei, allerdings gibt es dieses Jahr keine neue Strecke. Das liegt natürlich einfach an der aktuellen Saison. Das heißt, ihr fahrt eben die ganzen Strecken von Australien bis Abu Dhabi. Hier haben wir zum Beispiel Bahrain. Die fahrt ihr einfach nacheinander ab, beziehungsweise könnt eben entweder eure Karriere dort machen. Dazu gibt es noch ein Detail, das ich euch noch erwähnen muss, denn ihr beginnt eure Karriere mit der Formel 2. Die sehen wir gleich noch. Danach geht ihr relativ schnell in die Formel 1 über und dann könnt ihr eben entsprechend euch ein Team frei aussuchen und für das entsprechend fahren und auch später natürlich auch Teams wechseln etc. Dazu auch gleich eine Neuerung, was auf die Fans lange gewartet haben. Fahrer können nämlich innerhalb der Saison, also KI-Fahrer, gegnerische Fahrer, können während der Saison auch die Teams wechseln. Das heißt, plötzlich kann es sein, dass ein Räikkönen für Mercedes fährt oder ein Ricciardo für Ferrari beispielsweise. Blöd gesagt. Das ist also möglich. Was auch in der Karriere typisch ist, also ihr habt in jedem Grand Prix-Wochenende 3 Trainingssessions, ein Qualifying und das Rennen. Ihr könnt die Rennen frei konfigurieren in Sachen Gegnerstärke, in Sachen Rennlänge, in Sachen Fahrhilfen. Alles könnt ihr konfigurieren, wie ihr wollt. Das heißt, jeder wird da echt gut bedient, also vom blutigen Einsteiger bis zum Vollprofi. Wobei natürlich die Vollprofis sagen, ja, F1 ist ja vielleicht nicht die Hardcore-Simulation. Ist sie auch nicht. Sie macht irgendwie einen Kompromiss. Das heißt, es wird, sagen wir mal so, die breite Masse an Leuten wird damit zufriedengestellt. Und das macht F1 echt gut. Zum Thema Karriere noch. In den Trainingssessions könnt ihr wie bisher, das war im letzten Jahr auch schon so, da könnt ihr Trainingsprogramme absolvieren, indem ihr Teamvorgaben erfüllt, beispielsweise das Benzinmanagement, also sprich benzinsparend fahren, eine bestimmte Rundenzeit, und dadurch könnt ihr die Forschung vorantreiben. Ihr habt nämlich auch wieder so einen Forschungsbaum, wo ihr euer Auto verbessern könnt und da könnt ihr eben auch bestimmen, was verbessert werden soll am Wagen. Ja. Zwischen den Rennen gibt es mal wieder diese komischen Interviews, die haben wir im letzten Jahr auch schon gehabt. Per Multiple Choice sagt ihr, was ihr eben haltet vom Rennen, von was auch immer, von der Frage. Und entsprechend wird entweder eure Selbstdarstellung oder euer Fairness-Faktor erhöht. Und das ist eben, öffnet entweder Türen bei manchen Teams oder schließt Türen bei anderen Teams. Ja, klar, ist mal dabei, ist ein nettes Feature, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Wichtiger ist eigentlich auf der Strecke. Und ja, da ist es echt wunderbar zu fahren. Eigentlich sehr, sehr ähnlich zum Vorgänger. Ihr fahrt mit viel Grip durch die Kurven. Klar, es sind F1-Wagen, die haben Grip ohne Ende. Ihr könnt da durchheizen wie in keinem anderen Auto, behaupte ich mal. Je nachdem, wie ihr die Fahrhilfen aktiviert habt, ist allerdings ein leichtes Untersteuern zu merken. Vor allen Dingen, wenn ihr zu schnell in Kurven seid, merkt ihr ganz schnell, dann rutscht ihr einfach raus aus der Kurve. Wenn ihr euch ein bisschen anstellt. Ich meine, Abhilfe hilft zum Beispiel hier, ich habe es hier aktiviert, die Ideallinie, die euch anzeigt, wo ihr bremsen sollt oder wo ihr euch positionieren solltet.
Und die wird sogar auch dreidimensional angezeigt, wo in welchen Zonen ihr bremsen sollt, was super praktisch ist, aber jetzt auch keine Neuheit, keine echte. Zum Fahrverhalten noch. Also ich habe das Gefühl, die Wagen fühlen sich noch ein bisschen differenzierter an, aber jetzt nicht großartig anders, als man es schon kennt. Also mal klar, also es wird immer weiter verfeinert, das Fahrmodell, und das merkt man auch. Also, aber es ist jetzt nicht keine Revolution oder so. Super funktioniert es auch mit Lenkrädern mit Force Feedback, gibt ein echt gutes Gefühl bei den Wagen und macht echt Spaß. Was ich jetzt auch unbedingt an dieser Stelle erwähnen muss, weil wir gerade Nachtrennen haben, vielleicht ist euch schon aufgefallen, die Optik bei Nachtrennen sieht doch richtig gut aus. Ist ernsthaft, also und zwar, die sieht deutlich besser aus als im letzten Jahr. Grundsätzlich ist die Optik jetzt nicht großartig verbessert worden, also seien es jetzt die Streckendetails oder die Automodelle, die sind gut wie immer, aber die Beleuchtung ist besser, ist stimmiger. Vor allen Dingen sieht man es hier Nachtrennen in Bahrain, und zwar an den Lackierungen der Autos und auch an den Reifen. Vor allen Dingen die Reifen, die spiegeln jetzt mehr als in den Vorjahren. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal demnächst hoffentlich einen Konkurrenten überhole, dann seht ihr mal, wie dessen Lack auch spiegelt. Und das ist schön. Das ist echt nice. Hier überhole ich den guten Leclerc gleich mal komplett unsauber. Das bringt mich gleich zum nächsten Ding, zum nächsten Thema. Strafen. Ja, also, Strafsystem ist ein bisschen eigenartig. Also jetzt beispielsweise habt ihr gesehen, ich habe mich echt reingequetscht und eigentlich müsste ich eine Strafe dafür bekommen, aber ich bekomme nicht mal eine Verwarnung, weiß gar nichts. Andererseits, wenn ich irgendeinen Gegner überhole und eigentlich schon vor ihm in der Kurve drin bin und er dotzt in mich rein, kriege ich oft eine Verwarnung und letztlich dann vielleicht auch eine Strafe. Es ist immer so, dass du erst eine Verwarnung bekommt, ich glaube je nach Fall, je nach Schwere 2-3 Mal und dann bekommt ihr eben eine Zeitstrafe obendrauf. Ja. Funktioniert so nicht so ganz so, wie es so soll. Das Problem ist nämlich, die Gegner, die sind ganz schön aggressiv geworden. Ja, das sieht man als auch bei den nächsten Rennen jetzt im Video. Die Leute kämpfen wirklich um ihre Position. Als gäbe es keinen Morgen. Also sie sind definitiv nicht an der Perlenschnur aufgereiht, so wie es früher vielleicht mal war und eigentlich auch ziemlich langweilig war. Nee, die fighten richtig mit euch und sie überraschen euch auch gerne mal, wenn ihr zum Beispiel denkt, ihr seid jetzt innen vorbei, aber der Kollege geht mit mehr Schwung außen durch die Kurve und plötzlich ist er wieder neben euch. Da müsst ihr echt tierisch aufpassen. Ansonsten, ja, habt ihr gleich einen Schaden, vor allen Dingen an den Flügeln habt ihr ganz schnell einen Schaden. Könnt ihr natürlich jederzeit einen Boxenstopp machen, auch je nach Boxentaktik. Ich habe jetzt hier nur kurze Rennen hier im Video, deswegen gibt es jetzt da keinen Boxenstopp, aber grundsätzlich ab 25% Rennlänge könnt ihr ja genauso entsprechend eure Boxentaktik zurechtlegen mit entsprechendem Reifenwechsel und so weiter, das ganze Programm eben. Was auch wieder dabei ist, ist die Rückspulfunktion. Die gab es ja auch schon ich glaube in allen F1-Spielen bisher und ist auch jetzt diesmal wieder dabei. Für den Fall, dass ihr irgendwie groben Bockmist baut. Einfach fantastisch. Du hast den Grand Prix gewonnen. Und dann kommen wir schon zur großen Neuerung des Spiels. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Die ganz große Neuerung von F1 2019 ist die Formel 2. Und mit der fahren wir hier gerade mit. Und da merkt man gleich, wenn man davor schon Formel 1 kurz gefahren ist, dass die Wagen ein gutes Stück langsamer sind. Sie fühlen sich auch ein gutes Stück weit mechanischer an und sie erfordern ein bisschen mehr Können am Lenkrad, sag ich mal, weil sie haben nicht so viel Grip und das merkt ihr. Das heißt, wenn ihr bei einem Formel 1 Wagen quasi bremst und gleich wieder aufs Vollgas steigen könnt, müsst ihr hier aufpassen, bei vielen Kurven, ihr könnt nicht einfach Vollgas geben, sonst rutscht euch der Wagen weg. Das heißt, schön glatt rausbeschleunigen, dass das Ganze, dass ihr einfach eine gute Runde und eine gute Kurve fahren könnt. Erfordert ein bisschen mehr Können, vor allen Dingen am Controller habe ich festgestellt, es ist ein bisschen sensibel das Ganze und kann ein bisschen Frust verursachen. Im Zweifelsfall müsst ihr eben die Fahrhilfen zuschalten, beziehungsweise wieder welche dazuschalten, weil normalerweise Profis schalten ja viele Fahrhilfen ab. Ich kenne euch ja. Tendenziell müsst ihr hier quasi wieder welche mit mehr Fahrhilfen fahren als bei der Formel 1. Ist irgendwie komisch, ist aber echt so. Ja, wie gesagt, die Wagen rutschen ein bisschen mehr, sie haben ein bisschen weniger Aerodynamik. Hier sieht man schon, ich kämpfe hier teilweise echt mit dem Grip. Macht aber echt richtig Fun, vor allen Dingen auch wieder hier mit Lenkrad. Richtig coole Sache. Was interessant ist,
Die Formel 2 ist originalgetreu dabei, alle Wagen, alle Fahrer, dieselben Kurse wie die Formel 1, aber aktuell ist es so, dass bei der Formel 2 nur die letzte Saison dabei ist. Die Saison von 2018 ist jetzt mit da integriert und da sind eben auch bekannte Namen, wie zum Beispiel Lando Norris, mit dem ich hier gerade fahre, mit dabei. Ja, denn die Formel 2 ist ja die Talentschmiede für die Formel 1. Das heißt, viele Formel 2-Fahrer kommen danach auch in die Formel 1. Allerdings nicht so, wenn man so fährt, so wie ich gerade, aber macht ja nichts. So oder so schaffen es sehr viele von dort. Sehr gut. Reife Leistung. Dann, genau, die aktuelle Saison der Formel 2, die 2019er Saison, soll per kostenlosen Update kommen, laut Codemasters. Gibt noch keinen Termin dafür, wann, wie, wo, aber es kommt. Also hoffen wir mal das Beste. Wo wir gerade da sind, zum Thema DLC. Ja, also es gibt ja F1 in verschiedenen Editionen und wenn ihr die Legendary oder Legends Edition kauft, dann kriegt ihr ja auch noch zusätzlich diesen Modus mit Ayrton Senna und Alain Prost, wo ihr, das kann ich auch verraten, nur insgesamt für 8 verschiedene Herausforderungen meistern müsst. Und dann könnt ihr eben deren Wagen freischalten, auch für den Classic-Modus. Das finde ich ein bisschen mager, weil die Edition kostet ja einen Zehner mehr und dafür kriegt ihr echt nur 8 Herausforderungen, die ihr relativ schnell gemacht habt. Die dauern jeweils ein paar Minuten oder so. Und das ist echt mal bitter. Da hat man echt mal die Lizenz, auch mit Senna vor allen Dingen, echt verschenkt. Ernsthaft. Was das Schöne ist, dass zumindest auch im Grundspiel, da sind, glaube ich, insgesamt 18 klassische Wagen dabei, also abseits jetzt von Senna und Prost, es sind 18 klassische Formel-1-Wagen dabei, eben bis zurück in die 70er, glaube ich, 80er, 90er, auch 2000er, auch viele Weltmeisterautos, mit denen man auch zwischendurch einfach mal so ein Meisterschaftsrennen fahren kann oder sich eine eigene Meisterschaft bauen kann oder eben nur so einen einzelnen Grand Prix und den eben fahren kann. So, was haben wir denn noch? Den Karrieremodus, da wollte ich noch ein bisschen ausführen. Es ist nämlich so, ihr beginnt eure Karriere in der Formel 2, also hier in dieser Rennklasse. Allerdings fahrt ihr nur 3 kurze Rennen oder nur Rennsituationen in Formel 2 und danach geht es sofort in die Formel 1 rüber. Und zwischen diesen Rennen gibt es mehr oder weniger alberne Zwischensequenzen, wo sich eben rausstellt, dass ihr einen Rivalen habt und einen guten Kumpel, also unter den Fahrern. Und mit denen, je nachdem wie ihr euch verhaltet, gibt es da vielleicht eine leicht abgeänderte Zwischensequenz, aber letztlich sind die relativ fix vorgegeben und nicht groß beeinflussbar. Also es ist nicht so, dass das Ganze dynamisch ausgelegt wäre. Nein, ihr habt einfach quasi einen Gegner, der euch auch neben der Strecke immer blöd anmacht und einen, der euch in Schutz nimmt und sagt, ja, ihr seid ja schon trotzdem der tolle Fahrer und ihr könnt es schaffen, wenn ihr wollt. Ja, trotz meiner Fahrweise hier. Naja, ich finde es auch ein bisschen verschenkt. Es soll so ein bisschen Element sein, so ein bisschen wie der Karrieremodus von FIFA, habe ich so das Gefühl. Aber irgendwie ist er überflüssig. Macht aber nichts. Formel 2 macht trotzdem Spaß. Also letztlich freue ich mich darüber, dass das dabei ist. Und nicht über dieses Gerangel in den Zwischensequenzen. So, als letztes springen wir noch in den Ferrari von Sebastian Vettel und dann springen wir auch gleich in die Cockpit-Perspektive und nicht mehr auf die Dachkamera. Hier ist auch genau wie im Vorjahr originalgetreues Cockpit und inklusive Halo-System, das eigentlich euch die Sicht abschneidet. Allerdings könnt ihr diesen Halo teilweise abschalten, das heißt zumindest genau ihr könnt zumindest direkt nach vorne blicken und diesen Teil dieses Halos quasi abschneiden in den Optionen. Es ist ein bisschen versteckt unter Kameraoptionen, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall da. Ihr könnt diesen Halo teilweise eben abschalten. Und dann funktioniert das Ganze auch. Was ihr nicht seht, das ist auch ein bisschen bitter. Hier, ihr seht keine Rückspiegel in dieser Perspektive. Das heißt, ihr müsst eben die Taste für nach hinten gucken benutzen oder zur Seite gucken, weil die Rückspiegel so weit außen montiert sind, dass ihr das nicht seht. Zumindest auf Konsole, glaube ich, gibt es gar keine Einstellungen für den Blickwinkel. Ich bin mir gar nicht sicher jetzt. Aber naja, standardmäßig ist es so nicht drin, leider. Ja, dann sind wir beim Fazit. Ja, F1 2019. Absolut empfehlenswert. Vor allen Dingen für jeden Formel-1-Fan. Ja. Wenn ihr den Vorgänger schon habt, müsst ihr natürlich abwägen. Wollt ihr jetzt unbedingt die neuen Saisondaten drin haben, dann ja.
Wenn ihr jetzt schon länger kein Formel 1 Spiel mehr gehabt habt, würde ich es euch auch ans Herz legen, einfach deswegen, weil viel drin ist. Die Formel 1 ist originalgetreu drin. Es ist endlich mal spannend im Gegensatz zur Realität und vor allen Dingen ist es die Formel 2 dabei. Das heißt quasi noch eine gratis Rennserie dabei, die doch fast schon fahrisch fast noch mehr Fun bringt als die Formel 1, weil es einfach mehr von euch verlangt, eigentlich fahrisch. Ansonsten, online habe ich jetzt nur noch wenig testen können. Ich glaube, es sieht mir stabiler aus als in den letzten Jahren. Gab es ja auch viel Kritik, dass die Online-Rennen relativ schlecht laufen oder eben abgebrochen werden und so weiter. Das ist scheinbar besser geworden. Es gibt auch ein verbessertes Rangsystem, dass ihr auch nicht mit Raudis zusammenfahrt, sondern mit Gleichgesinnten, in eurer Stärke. Und es wird auch groß in Sachen E-Sports natürlich noch gepusht, das Spiel. Da gibt es eben auch Vorausentscheidungen, ach, egal. Und entsprechend werden wir da auch einige Events natürlich sehen. Und grundsätzlich, auch technisch, läuft es einwandfrei. Stabile 60 Frames pro Sekunde, auch auf Konsole. Ich habe noch ganz minimale Ruckler hier und da gesehen, aber ich glaube, die werden sowieso mal gepatcht werden, deshalb mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Läuft eben super stabil. Es hat sogar auf Konsole zumindest HDR, was jetzt nicht sich groß auswirkt, aber naja, also zumindest auf der PS4 Pro oder Xbox One X sieht das dann richtig schön aus, weil läuft es eben auch mit 4K-Auflösung. Das ist auch schön. Vor allen Dingen schön eben, weil das Ganze auch mit insgesamt 20-köpfigen Fahrerfeld läuft und das Ganze schön flüssig. So soll es sein und ja, so macht das Fun. Und ich denke, Codemasters wird sowieso noch ein paar Kleinigkeiten reinpatchen. In Sachen Umfang natürlich nicht mehr, aber viele Kleinigkeiten. Ansonsten. Ja, das, meine lieben Leute, das war's von diesem Video zu F1 2019. Hoffe, hat es euch gefallen. Wenn ja, ihr könnt gerne den Daumen da lassen und ein Abo natürlich auch sehr gerne. Dann sieht man sich sehr gerne beim nächsten Rennvideo oder welchem Video auch immer hier auf diesem Kanal. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst.